Der Fluss hier bildet jetzt die Grenze zwischen Campeche und Tabasco. Wir fahren gleich hier über die Brücke rüber. Und das ist etwas ganz Besonderes für uns jetzt, an diesem Fluss zu sein, denn das Ding ist, auf der Yucatan-Halbinsel ist halt überall eigentlich dieses Karstgestein, so ganz poröser Boden. Und das ist erstens halt der Grund dafür, dass es die ganzen Zenoten dort gibt und zweitens halt der Grund, dass es so gut wie gar kein Oberflächenwasser gibt. Also keine Flüsse, keine Seen. Und das verlassen wir jetzt so langsam und deswegen gibt es hier wieder einen riesengroßen Fluss. Und das ist ganz schön lange her, dass wir mal einen Fluss gesehen haben. Ha? Ja, ich überlege gerade. Irgendwo in Schweden oder so, oder? Haben wir in Schweden Flüsse gesehen? Seen haben wir gesehen. Aber Fluss kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also Island? Island haben wir auf jeden Fall Bäche und Flüsse und Furten ganz viel gesehen, ja. Jetzt geht's weiter nach Tabasco. Wow. Uff. Da hängt ein Fisch in dem Fischernetz. Da vorne ist auch noch was ziemlich abgefahrenes. Ich hole mal eben die andere Kamera, dann sieht man das. Oh. Schön die Luft anhalten. Crazy. Crazy. Also die Müllsituation hier in Mexiko, das ist unglaublich. Sobald man irgendeine Stadt verlässt, irgendein Dorf verlässt, nach 500 Metern oder 1 Kilometer ist dann am Straßenrand auf einmal die riesige Müllkippe, wo einfach das Zeug hingekippt wird. Und hier waren sie jetzt echt gerade dabei, das aufzuräumen. Das aufzuräumen, was ich eigentlich ziemlich interessant finde. Weil ich keine Ahnung habe, wo sie das Zeug hinbringen wollen. Ist ja eigentlich an den nächsten Straßenrand, oder? Ja, ich glaube, es hat gestern Nacht sogar geregnet und das ist vielleicht auf die ganze Straße gekommen. Deswegen müssen sie jetzt ein bisschen aufräumen. Vielleicht sowas, weil also das Problem ist halt, dass es keine vernünftige Abfallentsorgung hier in Mexiko gibt. So, die Leute haben halt keine andere Option. Die müssen das hier irgendwo an den Straßenrand schmeißen, weil es keine vernünftigen Müllwagen gibt und es keine vernünftigen Mülldeponien gibt. Zumindest nicht genug. Einige mit Sicherheit, klar. Aber nicht genug für alle Leute. Deswegen, keine Ahnung, bin ich gespannt, wo sie das Zeug jetzt hinbringen. Kein Plan. Einfach das Problem wahrscheinlich von einem Ort auf einen anderen Ort verlagern. Kein Plan. Ziemlich krass hier in Mexiko, wirklich. Wir haben uns sagen lassen, je weiter man Richtung Süden fährt, also Mittelamerika, da soll es wohl noch schlimmer werden. Guatemala, Honduras, Nicaragua. Kann man sich kaum vorstellen. Auch echt richtig für den Arsch. Naja, wie dem auch sei. Guten Morgen. Mehr oder weniger. So startet unser Tag, ja. Einmal durch eine fette Müllkippe fahren.
Ist auf jeden Fall die letzten 1-2 Tage jetzt ein bisschen bewölkter, ein bisschen regnerischer auch. Regensaison zeigt sich nochmal von seiner besten Seite, würde ich sagen. Bis jetzt konnten wir das noch ganz gut uptimen, dass wir nicht durch den Regen gefahren sind, weil das eher nachts bzw. dann nachmittags war. Und daher ist das so perfekt für uns, wenn es halt ein bisschen bewölkt ist und es ist nicht so warm. Das ist sehr, sehr angenehm. Hola! Und genau, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg in die nächste Stadt, Paraíso. Gucken, was uns da erwartet. Der Name ist auf jeden Fall vielversprechend. Da werden wir dann heute Nacht bleiben und dann ein bisschen entscheiden, wo wir lang fahren. Entweder es gibt halt eine Straße direkt am Golf von Mexiko. Die sieht eigentlich ziemlich geil aus, aber könnte vielleicht ein bisschen im schlechten Zustand sein durch den vielen Regen im Moment. Und die Hotelsituation ist da auch nicht so klar. Wir müssten da wahrscheinlich eine Nacht zelten. Und auch dafür müsste das Wetter dann natürlich passen. Von daher, genau, die andere Option ist halt auf der Hauptstraße fahren. Da wäre dann verkehrstechnisch wahrscheinlich nicht so geil. Hotelsituation weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Aber da wird es wahrscheinlich schon was geben. Ah gut, das entscheiden wir dann später. Jetzt erstmal 35 Kilometer, glaube ich, angesagt. Die Rede. Michael und Kira sind in unserem Hotelzimmer. Ja, ist auf jeden Fall letzte Zeit, ja, findet man keine netten Hotels oder es ist ein bisschen schwierig. Ich finde schon der Preis, was man dafür bezahlt, um die 500 Pesos, 20 Euro für das, was man bekommt irgendwie. Ja, man wünscht sich mehr auf jeden Fall frische Luft, mehr Grün. Die meisten haben kein Fenster, nur Klimaanlage. Ja, aber was ja in so einer Großstadt oder vermeintlich Großstadt ist halt schwierig, auf einmal einen netten Garten mit ein paar Hängematten zu haben.
de la marca Mirage. Boah, es ist echt sehr, sehr busy Stadt. Auf jeden Fall das Stadtzentrum. Und um ehrlich zu sein, uns ist gestern die Decke von unserem Hotel ohne Fenster auf dem Kopf gefallen. Genau so sagt man das. Wir hatten gestern eine Auseinandersetzung, ehrlich gesagt auch noch nicht komplett geklärt. Deswegen sind wir heute echt jetzt spät los und eigentlich wissen wir noch gar nicht, was wir vorhaben. Das erste Plan ist vielleicht jetzt ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich muss navigieren. Das erste Plan ist vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt kommen und gucken, wie es uns geht, ob wir bereit sind, weiterzufahren. Eigentlich gedacht war heute eine schöne Strandetappe. Das Wetter lässt auch das mehr oder weniger zu. Es ist relativ bedeckt, aber weiß man nicht. Kann sein, dass es komplett jetzt gleich sonnig wird und dass es zu heiß wird. Oder außerhalb der Stadt in so ein netter Hotel mit Fenstern und Garten und ein bisschen Natur zu finden. Oder direkt einfach zum Strand fahren und da einfach eine Nacht zelten und am nächsten Tag weiterfahren. Wir gucken, was wir machen. Haltet euch am Laufen. Michel schüttelt noch Pallets und Moskitos ab. Und genau, und wir sind eigentlich schon auf der Straße. Nächster Tag, nächsten Morgen fängt richtig gut an. Und zwar, wir haben gestern auf einmal Glück gehabt. Und zwar, wir sind gestern aus dieser wuseligen Stadt rausgefahren in der Hoffnung, ein ruhigeren Hotel in der Natur zu finden. Sind dahin gefahren, war aber irgend so eine Insektenplage oder so, weil das war ganze Straße da vernebelt. Und war noch ein Auto, was da diese Gifte da verstreut hat. Da sind wir sofort umgedreht und so weit weg davon gefahren, wie es nur ging. Sind einfach unserer Strandstraße gefolgt. Und weil wir eben so spät losgefahren sind und das Ganze hin und her, war schon spät. Die Sonne ist doch rausgekommen, war nicht mehr bewölkt und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen, wo wir nun unser Zelt aufbauen können, wo wir nun Mittag machen können oder was wir machen. Und auf einmal kam der Nikolai auf uns zu, ein netter Mexikaner, der uns eingeladen hat in seinem Sommerhaus oder im Haus von seiner Familie. Da die ganze Familie baut so ein Sommerhaus am Meer, da unser Zelt aufzubauen. Ja, wow, auf einmal war die Lösung da und kurz nach 11 hatten wir unser Dach über Kopf mit dem guten Schatten. War richtig schön. Mit Michi haben wir auch alles geklärt. Ja, manchmal kommt es zu einer Auseinandersetzung, ist halt so. Und jetzt ist aber alles gut. Haben richtig schön die Zeit verbracht, was Gutes gekocht, auch gearbeitet. Kira konnte sich auch sehr gut ausruhen. Und jetzt mit neuen Kräften starten wir den Tag mit der guten Laune, was noch wichtiger ist als die Kräfte. Und steht heute eine längere Etappe vor uns. 65 Kilometer. Die wollen wir in 2 Teilen machen. Wir wollen irgendwie am Anfang vormittags 40 Kilometer machen und danach uns wieder irgendwie so einen Unterstellplatz suchen
und danach weitere 25 Kilometer machen. Mal gucken, ihr seid dabei. Hamburger. Sí. ¿Conozco? No, no conozco. Pero he visto Sí. videos, mapas. Sí. He planeado mi ruta por Europa muchas veces. ¿Quieres ir a Europa? Después de Cancún o? Sí, es la idea en Cancún encontrar la manera para ir para allá, ¿verdad? Bueno, Y- obviamente quiero trabajar ahí. En Cancún. ¿Mande? En Cancún quieres en Cancún, trabajar sí. y como Y ahí para el dinero. para el dinero, sí. Ajá, sí, sí. No, Es mal. esta es maravillosa, maravillosa. Okay, okay. 10 kilómetros Más o menos. más o menos, maravilloso. Pero es tierra, arena. Como hay agua? No, agua no, sí, Ok. poquita. Poquita, ok, Sí, está bien. Pero después, cuando termina esta carretera, hay un charco grande, pero la gente pasa por un lado, o sea, pero hay ok. que empujar la Ok. bicicleta un poquito. Pero sí se puede pasar, o sea, todo es rodable, todo uno lo puede, sí, bien. rodando, sí. Y hasta Sánchez Magallanes, ahí está muy bonita la carretera ya. Bien. Sí, ahí para allá. sí. Okay, langsam werden die Straßen ein bisschen Russian-Style, würde ich sagen. Mal gucken, was uns auf uns noch zukommt. Boah, und viele, viele Mücken. Ich hoffe, wir müssen Kira gar nicht heute rausholen lassen, weil die sitzt da zufrieden. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ja gut, mit dem Fliegengitter. Ich hatte das letztens schon in einem Livestream einmal gesagt, und zwar so, dass auf Dauer das mit den Hotels so halt ein bisschen eintönig, sage ich mal, ein bisschen langweilig wird, so insbesondere wenn die Hotels halt irgendwie scheiße sind, wenn da keine Fenster drin sind und das irgendwelche Betonklötze sind und so und man da mehr oder weniger dann den ganzen Tag irgendwie drinnen verbringen muss, weil Kira dann halt schläft und wir dann halt auch in irgendeiner Stadt sind und so weiter. Da fällt einem die Decke dann schon irgendwie doch teilweise auf den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt auch umso mehr glücklich, dass wir hier irgendwie mal wieder so einen geilen, etwas abenteuerlichen Weg am Start haben. Sieht richtig gut aus. Sieht richtig cool aus und also auch machbar, definitiv. So, die Straße ist jetzt nicht so ganz optimal, aber definitiv machbar heute. Und ich glaube in Sánchez Magallanes oder so heißt die Stadt, wo wir dann heute Abend ankommen wollen. Ich glaube, da gibt es auch schon 2, 3 Hotels. Da werden wir uns dann auf jeden Fall ein schönes aussuchen. Oder das werden wir jetzt auch uns noch mehr darauf fokussieren, dass wir es wirklich hinbekommen, dass wir wenigstens ordentliche Hotels haben. Also nicht solche verdammten Betonklötze irgendwie ohne Fenster. So, das war echt ein bisschen hart. Ja. Da ist die Stimmung dann halt gekippt. Da kriegen wir, denke ich, hin. Ja, auf jeden Fall kriegen wir das hin. Und jetzt ein fettes Abenteuer.
Sí. Ahí pensé que era un bebé. Sí, sí. Jetzt die Frage für unser Publikum. Was denkt ihr, warum jede 100 Meter sitzt hier ein Mann und macht die Schranke auf? Auf diesem Weg. Ich habe keine Ahnung.